Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute habe ich ein Stück Wild reanimiert. Rehkeule gibt es. Ich habe schon meine Rehkeule ausgelöst, verlinke ich euch hier das Video. Und wie man die zubereitet mit Tricks und Kniffen, wie ich das erste Mal gemacht habe, nach meiner Methode, bin ich wie Rumpelstilzchen um den Grill gesprungen und habe mich gefreut, dass es so funktioniert hat. Und jetzt zeige ich euch, wie man es macht und mit welchen Zutaten. Oh, let's get ready to rumble! Ein komplett zerlegte Rehkeule mit Oberschale, Unterschale, Hüfte, Semmelrolle, Nuss, Stegpfeffer, Mayonnaise, Salz, Zitrone und Rosmarin. Unsere Rehkeulenteile müssen als erstes natürlich gesalzen werden. Und das Thema vorher salzen, nachher salzen habe ich schon in einigen Videos erklärt. Ich bin großer Freund vom Vorhersalzen mit einem feinen Salz. Und jetzt lassen wir das Salz erstmal einziehen. So, das Salz ist jetzt schön eingezogen und so ein Reh ist ja recht mager. Und mir ist ja oft passiert, dass mir so ein Rehkeul auch trocken geworden ist. Und ich war vor ein paar Jahren mal in Namibia und da habe ich mal beobachtet, wie die ihr Wild zurecht machen. Und auf der einen Farm hat der Farmer das vorher mit Mayonnaise eingerieben. Ich habe darüber nachgedacht, ja, macht ja Sinn. Mayonnaise ist eine Emulsion, hat ein fettliebendes Ende, ein wasserliebendes Ende und das Wasser verbindet sich mit dem Wasser im Fleisch und außen bleibt eine Fettschicht. Und ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Das funktioniert richtig gut. Man schmeckt sie nicht, man sieht sie hinterher nicht und dadurch, dass Eiweiß in der Mayonnaise ist, wird es auch schneller braun. Also ordentlicher Schuss Mayonnaise, das sind jetzt 2-3 Esslöffel. Und jetzt creme ich das richtig ein. Von allen Seiten. Ja, und jetzt haben wir hier eine dünne Mayonnaise-Schicht drauf und die schützt unser Fleisch. Ich habe jetzt meinen Grill auf 150 Grad eingeregelt. Das heißt hier beim Rogue mit den 3 Brennern, linker Brenner klein, rechter Brenner klein, in die Mitte nichts. Und da kommt jetzt unsere Rehkeule hin. So. Die großen Stücken ist jetzt nicht so das Problem, aber die kleinen Stücken, die packe ich jetzt hier dazwischen. Wenn ich die einzeln legen würde, wären die schon zu schnell garen. So. Und das garen wir rückwärts, also das heißt, wir kümmern uns erst ums Fleisch, dass es auf Temperatur kommt und dann zum Schluss geben wir nochmal Röster oben dran. Und Wissen ist besser als Raten. Ich stecke mir einen Kerntemperaturthermometer ein und bei naja, so 54 Grad nehmen wir es runter. Gucken mal, jetzt drehen wir die einmal rum. Thermometer wieder rein. Einmal getauscht das Ganze. Wir haben jetzt 47 Grad. Jetzt machen wir hier die Sisselsohn an. Und für das Fleisch bauen wir uns jetzt noch ein Kräutersalz, indem ich hier Rosmarin abzupfe. Und den Rosmarin richtig fein schneide. Also das Stichwort ist Staub. Ich bin sowieso ein großer Freund, Rosmarin richtig klein zu schneiden. Denn wenn man auf so eine Nadel beißt, hat das sowas, als wenn man in einen Adventskranz reinbeißt. So, zack. Ja, wie Staub. So, das Ganze jetzt hier in das Schälchen. Dazu Stegpfeffer, hier ist drin grober Pfeffer und ein bisschen Salz und ein paar Paprikaflocken, Chiliflocken. Reicht aber einfach Pfeffer und Salz. Und zu guter Letzt
Zitronenabrieb. Das ist jetzt schön vermischt. Herrschaften, das riecht sensationell. Die Frische von der Zitrone. Das Fleisch hat jetzt 52 Grad und ist noch nicht ganz fertig. Aber jetzt geht es auf die Sizzle Zone, damit es zum Braun wird. Zuerst komme ich mit der Oberschale und mit der Unterschale. Und jetzt geht es wirklich nur noch nach Optik und das zieht noch ein paar Grad nach, sodass wir das Fleisch auch medium runterkriegen. Lieber einmal öfter gedreht, jetzt einmal zu wenig. Durch das öfter Drehen kriegen wir halt viele, viele braune Streifen und nicht tiefe schwarze Streifen. Ja, jetzt kommen die hier oben auf den Warmhalterost. Und jetzt geht es weiter mit der Nuss, Semmelrolle und Hüfte. Jetzt stelle ich den Teller mal kurz mit auf den Grill, mache den Grill aus und wichtig ist beim Reh, dass der Teller warm ist. Und in der Zeit schneiden wir schon mal auf. Und jetzt müssen wir hier gucken, seht ihr das? So läuft die Faser. Wenn ich jetzt so runterschneide, kaue ich auf einer langen Faser. Also schneide ich hier runter. Und seht ihr, wie saftig das ist? Die Oberschale. Hier bei der Unterschale genau dasselbe. Wir gucken hier nach der Faser. Die läuft hier ein wenig anders. Das schneiden wir von vorne nach hinten so. Und auch. Seht ihr das? Saftig ohne Ende. Weiter geht's mit der Nuss. Hier läuft die Faser so. Da fange ich so an mit Schneiden. Und jetzt kommen meine Favorites, die Semmelrolle. Klein, fein auch, wow, super saftig. Und zum Schluss die Hüfte. Und die kommt hier vorne hin. Unser Kräutersalz drüber. Rehkeule ausgelöst, als Steaks gegrillt. Eigentlich brauche ich nicht probieren. Ich weiß, dass es schmeckt. Schon so oft gemacht. Schon so oft in Seminaren gemacht, wo die Leute skeptisch waren. Jetzt schmiert er das Zeug Mayonnaise ein, ne? Geht das überhaupt? Aber viele, viele Menschen dadurch glücklich gemacht, wie sie ihre Rehkeule zubereiten können. Aber weil ihr es seid, ich probiere es trotzdem. Ich fange mal an mit der Oberschale. Noch ein bisschen hier ins Salz. Saftig, zart, schmeckt nach Wild. Also wir haben das reanimiert. Die Unterschale spare ich mir jetzt und jetzt mein Highlight. Die Semmelrolle, der Knaller. Also das ist so Rehkeule, so esse ich es gern. Man schmeckt noch wild. Also da habe ich mir nicht zu viel versprochen, muss ich wirklich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bleibe weiter neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal.
Ist aber auch lecker.